Radwander-Crashkurs am Rhein. Kann das was? Kann ich das? Wir checken den Trend mit 2 Anfängern. Sie macht den Coach, Wiebke Lühmann. Sie ist begeisterte Bikepackerin, reist mit Rad und Gepäck durch die Welt. Im letzten Jahr fuhr sie mit dem Bike von Hamburg bis ans Nordkap. 3500 Kilometer in 30 Tagen. Für mich ist Bikepacking auf jeden Fall maximale Freiheit. Also ich kann einfach alles erleben und bin in der Natur und bin in meinem Tempo, in meinem Rhythmus und kann dahin fahren, wo ich Lust habe hinzufahren. Und das ist total aufregend und ein sehr, sehr schönes Gefühl. Hier kommen ihre beiden Mitfahrer für heute, 2 Freunde. Jürgen Margreff aus Hattingen und Peter Hausschild aus Düsseldorf. Sie sind noch nie Rad gewandert. Kleinen Ausflug im Rad, das sogenannte Radwandern für uns entdecken und sind ganz gespannt, was uns erwartet. Beide haben E-Bikes, aber an eine Radtour mit Übernachtung haben sie sich noch nicht rangetraut. Der Anfang, der fehlt so ein bisschen, wie man das angeht. Wo bekomme ich Infos her, wo man übernachten kann oder wo so die schönsten Touren sind. Hi. Hi. Treffpunkt ist in Leverkusen-Hittorf. Vor dem Start das erste Thema, Gepäck. So wenig Gewicht wie möglich und so viel wie nötig, genau. So packt Profi Wiebke 5 Taschen übers ganze Rad verteilt. Was ich unterwegs gelernt habe, was am praktischsten ist, ist, dass vorne die Sachen in den kleinen Taschen, die halt leicht zu öffnen sind, die man unterwegs brauchen könnte, griffbereit sind. Also hier sind meine Kopfhörer, meine Powerbank, meine Snacks und sowas drin. Handschuhe kann man immer mal brauchen, meine Brotdose. Dann sind hinten meine Klamotten, da nehme ich dann gerne eine warme Jacke für abends mit. Die kommt hier hinten mit rein. Dann eine Hose zum Wechseln. Dann habe ich noch so eine Leggings mit, so eine Laufhose und ein Langarm-Shirt. Wenn ich dann abends nass geschwitzt bin, brauche ich auf jeden Fall trockene Klamotten. Ich habe immer eine Schlafanzughose noch dabei und ein frisches Trikot und eine frische Radhose für den nächsten Tag. Und wie machen es Anfänger? Für Räder mit Gepäckträger sind Doppeltaschen eine gute Wahl. Es gibt sie aber auch einzeln. Peter hat sich extra für die Schnuppertour eine neue gekauft. 25 Liter Inhalt, wasserdicht. Zack. Und die lässt sich gut hier einfach einhängen und befestigen. Ja, kann man nichts gegen sagen. Noch besser 2 davon, weil das gut fürs Gleichgewicht ist. Und weil man in 50 Liter eher alles für ein ganzes Wochenende reinkriegt. Wasser, Proviant, Kulturtasche, Kleidung für den Abend und für die nächsten Tage und ein Reparaturset. Ersatzschlauch, falls mal ein Nagel eingefahren wird. Wichtig, die Taschen gleichmäßig beladen, schwere Dinge nach unten, damit nichts schlackert. Die 3 fahren durch die Rheinauen Richtung Monheim. Die Fahrräder haben ordentlich Gewicht, denn die E-Bike-Fahrer schleppen ja auch noch ein Ladegerät mit. Und wie ist es so mit Taschen am Fahrrad? Also ich merke fast gar nichts, weil die wahrscheinlich gut verteilt sind, die Gewichte. Und Ja. durch den E-Antrieb muss man sie auch nicht mehr anstrengen. Ja, cool. Großartig. Ja, wobei ich habe anfangs schon etwas gemerkt. Es ist etwas schwerer und mit der Balance muss man austaxieren. Ja. Aber das geht im Laufe der Zeit geht das wunderbar. Hat man sich prima. dran gewöhnt. Für ein komfortables Wochenende auf dem Rad unbedingt vorher checken, dass der Lenker richtig eingestellt ist. Sonst kriegt man Schmerzen in den Handgelenken. Die Arme sollten leicht gebeugt sein, nicht durchgestreckt. Die Sitzposition aufrecht. Kurze Pause am Rheinufer. Was hast du denn alles dabei, Peter? Nüsse, Apfel, Käse. Wow, ich habe nur so ein Mini-Brot. Ich gibt's Kuchen noch. Aber nicht selbst gemacht. Sie haben Verpflegung für alle Fälle dabei. Was man von der Kleidung nicht sagen kann. Wind und Nieselregen. Für Jürgen und Peter wird's langsam ungemütlich. Also sehr kalt. Also wir haben jetzt, obwohl wir es zweistellig haben, 10 Grad. Kommt 10 Grad? Ich denke schon. Fühlt sich kälter Fühlt an. sich viel kälter an. Und ich bin jetzt nicht entsprechend gekleidet mehr gerade. Der Trick ist auch Layering oder Zwiebellook, dass man mehrere Lagen übereinander zieht und dann eben gucken, dass man nicht zu viel anhat, dass man schwitzt darunter, aber auch nicht zu wenig, dass der
Gerade wenn jetzt so ein bisschen Wind ist, dass man auch mal die Regenjacke drüber zieht, die so ein bisschen windabweisend ist oder eben eine spezielle Windjacke. Ich habe eine relativ gute wasserabweisende und auch windabweisende Hose an, die so ein bisschen gefüttert ist, so ein bisschen Thermo. Und dann auch noch Merino-Socken und ich ziehe auch gerne mal 2 Paar Socken übereinander. Wie sitzt du denn so auf deinem Rad? Ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass das irgendwie nicht so passt, weil mir nach einer längeren Fahrt der Popo ein bisschen wehtut. Nach den ersten beiden längeren Radtouren hatte ich da schon ein bisschen Probleme. Ja. Das drückte am Hintern und tat schon 1, 2 Tage nachher noch weh. Je nach Körperbau kann es ja einfach sein, dass der Standardsattel, der drauf ist, eben nicht ideal ist. Da kann man dann auch gucken, ob man es lieber ein bisschen härter mag oder ob es auch ein weicherer Sattel vielleicht tut. Wenn man jetzt wirklich professionell sich ausmessen lässt, dann kann man auch eine Druckmessung machen von den Sitzhöckern und vom Becken. Also da gibt es auch Analyse-Tools, mit denen man halt genau den richtigen Sattel findet. Am besten schon beim Fahrradkauf nachfragen. Gute Fachhändler tauschen den Standardsattel kostenlos gegen einen anderen aus. Zeit für einen touristischen Zwischenstopp. In diesem 80 Jahre alten Aalschocker in Monheim befindet sich ein kleines Fischereimuseum. Hier kann man sich anschauen, wie die Aalfischer früher auf ihren Rheinbooten lebten. Wie man interessante Radwanderstrecken mit solchen Highlights findet, war eine der großen Fragen von Peter und Jürgen. Wiebke nutzt die Apps Outdoor Active und Komoot. Die navigieren nicht nur, sondern hier empfehlen sich Radfahrer gegenseitig die schönsten Touren. Die zum Aalschocker zum Beispiel bewerten 500 Nutzer von Komoot als Fahrrad-Highlight. Und wenn dann schon so eine Route gefahren wurde von auch Laien, dann bin ich mir sicher, das schaffe ich dann auch. Auch auf der Website des ADFC findet man beliebte mehrtägige Radwandertouren. Sie sind wie hier eine Tour durchs Paderborner Land direkt mit einer Radkarte verknüpft. Fahrradfreundliche Bed-and-Bike-Unterkünfte sind direkt verlinkt. Ich denke, für AnfängerInnen, EinsteigerInnen sind so 30 bis 50 Kilometer auf jeden Fall schon ausreichend für den Anfang. So 2 bis 4 Stunden ist schon echt sportlich und da kann man schon sehr viel sehen und auch sehr weit kommen. Also ich glaube, dass Radreise mega individuell ist, ob das jetzt Bikepacking oder auch Ultracycling ist oder einfach eine Tour von zu Hause starten, für 2, 3 Tage unterwegs zu sein. Das Wichtigste ist, dass man das findet, was einem selber Spaß macht und sich nicht verrückt macht, ob jetzt mal was unterwegs passiert, ob die Kette kaputt geht oder ob irgendwas anderes ist. Ist gar nicht schlimm. Hauptsache man fährt erst mal los und guckt, ob man Spaß hat oder nicht und was man unterwegs erleben kann. Auf ihren Reisen übernachtet Wiebke am liebsten in ihrem kleinen Zelt, das sie immer dabei hat. Hier steht mein Bike und da ist einfach ein Badesee. Mega, und hier ist keiner. Und die einzigen Locals, die hier gerade waren, meinten, ja, kannst hier parken, schlafen. Mega warmes Wasser. Im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Ländern eignet sich Norwegen zum wilden Campen, da man sein Zelt an vielen Orten aufstellen darf, solange man etwas Abstand zu Gebäuden hält und nicht auf eingezäuntem Gelände steht. Auf einer Tour Richtung Norden bleiben also genug traumhafte Plätze übrig. Es ist Montag kurz nach 6 und gleich geht's über die Fähre, über den Polarkreis. Wichtig auch für das Ende eines Radwandertages in Deutschland: eine gute Unterkunft. Eine, in der das E-Bike nicht gestohlen wird und in der man es wieder aufladen kann. Übernachten wollen die 3 auf der Schnuppertour heute nicht, schauen sich aber auf dem Rückweg nach Hittorf noch das Rhine River Guesthouse an. Eins der fahrradfreundlichen Hotels, die man unter Bed and Bike findet. Der Chef führt die 3 in den abgeschlossenen Hof. Zur Nacht könntet ihr gerne die Fahrräder hier abstellen. Dann gibt es auch Möglichkeit zu laden für die E-Bikes. Das machen sie dann vielleicht beim nächsten Mal. Denn das Fazit nach dem Crashkurs mit Wiebke: Das bestärkt mich und ist auch ein sicheres Gefühl, das Ganze mal wirklich in Angriff zu nehmen. Man schiebt es sonst, man will es, aber man schiebt es immer. Ich wohne ja in der Ruhr und ich denke, da gibt es auch ähnlich wie am Rhein hier schöne Touren, die man dann fahren kann.
Meine nächste Reise geht in wenigen Wochen von Freiburg nach Kiel. Ich lebe in Freiburg und habe einen Termin in Kiel und verbinde das dann einfach mit dem Rad. Das sind ungefähr 900 bis 1000 Kilometer, je nachdem, welche Strecke man macht. Und ich habe 10 Tage Zeit dafür und denke, das ist auch ganz realistisch. So, jetzt werden die Tage immer länger und ich habe ja dann nichts anderes zu tun, außer den ganzen Tag Radfahren. Und es ist relativ flach tatsächlich auch. Also rollt, glaube ich, ganz gut. Egal ob Deutschlandreise oder Wochenendtrip, mit der richtigen Vorbereitung gibt's keine Ausrede mehr. Einfach losrollen.